Hallo, heute ist Sonntag, der 31. Juli 2022. Willkommen zum inzwischen dritten Teil dieser Videoreihe, in der ich mir der Reihe nach mal verschiedene gesellschaftliche Bewegungen hernehme und mal versuche, berechtigte Kritikpunkte daran zu finden. Den Anfang hat der Feminismus gemacht, danach ging es um die Regenbogen-Community. Beide Videos werde ich euch mal hier in der Infoleiste und unten in der Videobeschreibung verlinken. Heute soll es mal weitergehen mit Klimaaktivismus, Tierschutz, veganer Ernährung und, eben alles, was so in die Richtung Rettung des Planeten geht. Auch diese Überzeugungen und Ideale haben mit den beiden vorherigen Bewegungen ja gemeinsam, dass sie Ausrichtung von Menschen mit toxisch maskulinen Überzeugungen nicht besonders viel Sympathie erhalten. Natürlich gibt's auch dafür Gründe, die damit zu tun haben, dass Salat einfach kein Essen für richtige Kerle ist und so weiter. Aber es gibt auch, ich sag jetzt mal, inhaltliche Kritik an klimaschutzbegeisterten Menschen, die mehr mit ihnen selber zu tun haben. Vielleicht sogar berechtigt. Wir werden es gleich sehen. Also, nur noch mal zur Klarstellung. Ich selbst bin auch dringend für mehr Umweltschutz und ich sehe auch Bedarf dafür, dass wir für die Folgen unseres Handelns und Wirtschaftens die Verantwortung übernehmen. In meinem Privatleben versuche ich auch so klimafreundlich wie möglich zu leben und nicht so viele Ressourcen zu verballern und gewisse Demos habe ich zu dem Thema auch schon besucht. Kurzum, ich selbst zähle mich auch zu den KlimaschützerInnen und zu den umweltbewussten Menschen, die hier heute geröstet werden. Jedenfalls versuche ich mich trotzdem mal in die Position von Leuten hineinzuversetzen, die nicht dazugehören, sondern von außen auf die Klimabewegung draufschauen und dem Ganzen eher etwas skeptisch gegenüberstehen. Wobei skeptisch eigentlich nur eine nette Umschreibung ist für Leute, die das alles scheiße finden. Mal sehen, ob es dennoch Gründe gibt, warum die das Ganze zu Recht etwas negativ sehen. Fangen wir auch in diesem Fall mit dem offensichtlichen und größten Punkt an. Sinn und Zweck der Umweltbewegung soll es ja sein, den menschengemachten Klimawandel einzudämmen, die Zerstörung des Artenreichtums abzufedern und die Erde als lebenswerten Planeten zu bewahren. Aber natürlich gibt es auch unter der Überschrift des Klimaschutzes haarsträubenden Extremismus und Gewaltfantasien. Fantasien, in dem der Mensch nicht als Teil der Welt gedacht wird, die wir hier erhalten wollen, sondern eher als ein Bacillus, der am besten vom Angesicht des Planeten gewischt werden sollte. Ab und zu mal ein Krieg mit ein paar Millionen Toten als Maßnahme für Umweltschutz und gegen die Überbevölkerung zu betrachten. Am besten noch mit einer Tüte Rassismus, weil die Kriege sollten natürlich nicht in den Industrieländern ausbrechen, sondern in Ostasien oder in Afrika, weil dort gibt's ja so viele Menschen. Ja, auf solche Gedanken kommen dann eher Leute, deren Idealismus schon zu einer bitteren Ideologie vergoren ist. Konstruktive Vorschläge kann man von denen gewiss nicht mehr erwarten. Mit denen beschäftige ich mich hier aber ausdrücklich nicht. Solche extremistischen Zipfel gibt es leider in jeder Ecke, so auch wenn es um Rettung der Erde geht. Wer hätte das gedacht? In diesem Video beschäftige ich mich stattdessen ausdrücklich mit denen, die konstruktiv für etwas kämpfen. Also für den Erhalt der Welt zum Vorteil aller, für nachhaltigeres Leben und Wirtschaften, für Artenschutz und so weiter. Denn auch wenn die erst einmal potenziell konstruktiv sind, können die auch die eine oder andere Irritation auslösen. Das will ich hier heute mal aufzeigen. Fangen wir an. Und der erste Punkt ist immer so ein Gratispunkt, den man sich leicht holen kann gegen die grünen UmweltaktivistInnen. Wer selbst in einem Industrieland lebt, dem kann natürlich auch relativ einfach nachgewiesen werden, dass er sich selbst auch nicht hundertprozentig den eigenen Standards gerecht verhält. So sehr sie sich bei den Demos auch bemühen, die Warnwesten der Ordnungskräfte aus fair produzierter Bio-Baumwolle herzustellen und an den Verkaufsständen nur Getränke mit Pappstrohhalmen zu verkaufen. Natürlich lässt sich der eigene CO2-Fußabdruck nicht völlig ausradieren. Auch sie haben Kleidung am Leib und auch sie produzieren ein gewisses Maß an Abfall. Ja, natürlich haben auch sie Handys mit seltenen Erden aus China und Silizium aus den zerstörten Flussdeltas Malaysias. Auch die aktivistische Arbeit im Internet verbrennt in den Rechenzentren unterdessen fleißig Strom. Auch umweltbewusste Menschen möchten in ihrer Stube nicht im Dunkeln hocken und frieren.
auch wenn das heißt, dass dafür Gas verbrannt und Strom benötigt wird. Insbesondere diejenigen Gesichter der Klimabewegung, die besonders bekannt sind und international auch für Vorträge und Konferenzen eingeladen werden, die haben ja die undankbare Aufgabe, zu diesen Veranstaltungen überhaupt erstmal hinzukommen. Klar, das ist natürlich überhaupt nicht mehr umweltfreundlich. Der einfache Angestellte, der Fridays for Future Mist findet, aber im Sommer sich selbst großzügig mit selbst angebauten Gurken und Radieschen aus dem eigenen Garten versorgen kann, der lebt im direkten Vergleich vielleicht sogar tatsächlich ressourcenschonender. Okay, mag sein. Aber es ist auch echt ein billiger Triumph, sich mit den Galionsfiguren einer Bewegung zu vergleichen, die ja gerade überall dahin fahren und dort sprechen, wo alle anderen Klimaaktivistinnen nicht hinfahren. Das schafft bestimmt jeder, der nicht gerade Bonusflugmeilen hortet. Aber ja klar, auch unter den übrigen, die nicht als Stellvertretende für die Umweltbewegung irgendwo hinfahren oder fliegen, um dort zu sprechen, auch unter denen gibt es Leute, die SUV fahren, die 3000 Stück Klamotten haben oder die sich Zeug vom anderen Ende der Erde bestellen. Ja, check. Sieht so aus, als hätten wir es auch in der Klimabewegung vor allem mit Menschen zu tun und nicht mit perfekten Engeln. Auch sie produzieren Müll, auch sie haben einen Lebensstandard, von dem die Mehrheit der Erdbevölkerung nur träumen kann und der zu mehr Emissionen führt, als wenn sie einfach still in einem Busch im Amazonas-Regenwald hocken würden. Den Anspruch, in jeglicher Hinsicht perfekt tugendhaft zu handeln, kann niemand erfüllen. Und das muss auch gar niemand erfüllen. Der Klimaschutz fordert ja nur dazu auf, sein Leben an den Stellen zu ändern, wo es eben geht. Wer aber sein Auto unbedingt braucht, weil in der Wohngegend die Öffis so schlecht ausgebaut sind, der kann halt an anderer Stelle was für die Umwelt tun. Mehr regionale Lebensmittel einkaufen, häufiger mit dem Fahrrad fahren und im Garten einen Totholzhaufen als Lebensraum für Insekten anlegen. Solange die Person sich Gedanken macht, was sie ändern kann und das dann auch in die Tat umsetzt, hat sie die Idee des Umweltschutzes doch eigentlich schon verstanden. Anstatt Anerkennung für solche kleinen Lebensumstellungen und Bemühungen zu spenden, könnte es aber nun sein, dass diese Person sich ausgerechnet aus dem Lager der UmweltschützerInnen keinen Beifall einholt, sondern stattdessen sich sogar Vorwürfe anhören muss. Klimaaktivistisches Engagement lässt sich bei allen edlen Intentionen ja auch wunderbar dafür hernehmen, um sich selbst ordentlich aufzuwerten und andere bei Bedarf abzuwerten. Nachhaltigkeit ist ja ein Ideal, das Gesundheit verheißt und Verantwortungsbewusstsein, Idealismus, Gleichberechtigung. Ein freundlicher Wink rüber in Richtung Feminismus und Regenbogen. In der Hinsicht passen die nämlich ganz wunderbar zusammen. Und weiter geht's mit Gestaltungswille und Fairness, Engagement, Charakterstärke und das nicht gerade subtile Vorhaben, endlich das richtig zu machen, was die gesamten letzten Jahrzehnte falsch gemacht wurde. Der Anspruch ist ordentlich. Dabei ist es gar nicht mal so einfach, diesem perfektionistischen Anspruch auch tatsächlich zu genügen. Hat man ja am Anfang des Jahres gesehen, als die Sängerin einer Musikband wegen ihrer Haarfrisur nicht bei Fridays for Future auftreten durfte. Das hatte gar nichts mit Klimaschutz zu tun, sondern der Vorwurf ging ja in Richtung Rassismus. Und ja, der Vorwurf kam nicht besonders gut an. Er hat vielmehr für Gegenwind gesorgt, doppelt und dreifach. Ja, es ist natürlich auch wahnsinnig einfach, jemandem Versagen nachzuweisen, der so dringend alles richtig machen will, obwohl sie früher oder später an den eigenen Ansprüchen doch nur scheitern können. Aber unabhängig davon, mitunter scheint es bei KlimaaktivistInnen so ein Stück weit zu ihrem Selbstverständnis dazu zu gehören, dass sie einfach auf einem ganz anderen Level sind. Hin und wieder trifft man sie, die Leute, die ihre Tugendhaftigkeit wie einen Pokémon-Orden gut sichtbar für alle mit sich herumtragen. Also ich lebe ja vegan. Ich verzichte ja auf Mikroplastik in meinen Kosmetika. Ich mache mir Gedanken um die Zukunft unseres Planeten. Wir haben ja eine Solaranlage auf dem Dach. Auto? Pff, ich bitte dich. Das ist schon so... Also man kann sich ja auch mal feiern für irgendwas, was man gut gemacht hat. Aber ab einem gewissen Grad wird's auch so ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Ich meine, es hat ja schon so einen gewissen Appeal, zu den coolen Kids dazuzugehören. Auch Unternehmen nehmen gerne was von diesem Flair der Klimabewegung mit, kleben ihre Produkte mit grünen Labels voll und designen ihre genauso umweltfeindlichen Produkte einfach in ungefärbtes Packpapier. Da lässt sich Markenimage und Umsatz in einem Rutsch aufpolieren. Weil je bodenständiger es aussieht, desto mehr Geld kann man natürlich von ökobewussten Zielgruppen verlangen.
weil es dem Gedanken einer gesellschaftlichen Bewegung entspricht, wenn sich die Mehrheit der Gesellschaft diese Produkte gar nicht leisten kann. Also, okay, pass auf, ich sag's jetzt einfach. Es können nicht alle cool sein, okay? Es muss halt auch noch die anderen, die Uncoolen geben, die noch Teil des Problems sind. Die Fleischfresser, die Autofahrer, die konsumgeilen Klimaanlage im Sommer auf 19 Grad Dreher, die jedes Jahr nach Malle-Flieger, die freie Fahrt für freie Bürgerfraktion. Die sind auch wichtig, denn sie bilden die düstere Leinwand, auf der der Umweltaktivismus erst so richtig strahlen kann. Die zerstören alle die Umwelt und geben sich gar keine Mühe, auch einen Beitrag zu leisten. Auch wenn ich das genau genommen eigentlich von außen gar nicht sehen kann, auf was die vielleicht schon so verzichten. Aber das ist auch nicht so wichtig, denn es gibt jedenfalls so eine anonyme Masse der Umweltsünder, von denen man sich dann abgrenzen kann, weil man ja nicht so ist wie die. Man gehört ja zu den Coolen, zu den nachhaltigen Kids. Für diese anderen allerdings, die Uncoolen, ist das dann nicht gerade so ein inspirierendes Gefühl, dafür angekackt zu werden, wenn sie jetzt noch nicht da sind, wo sie idealerweise irgendwann mal sein sollten. Das ist ganz ähnlich zu dem, was ich schon mal in meinem Kritikvideo über den Feminismus gesagt habe. Im Grunde kriegen die Leute wieder einen Auftrag, so, hier kannst du nicht bleiben, weil hier ist es scheiße, da vorne ist das Ziel, da musst du hin. Nur seh zu, wie du da hinkommst. Nur ist halt im Unterschied zum Feminismus deutlich leichter, wie man dann da hinkommen soll. Also es gibt halt 1000 kleine Sachen, die man so in seinem Leben ändern kann, um umweltbewusster zu sein. Klar können die Menschen aber nicht gleich alles davon auf einmal umsetzen, sondern was sie halt gerade so ändern können. Und das ist halt auch erstmal ein Prozess, in dem sich die Menschen auf den Weg machen müssen, hin zu mehr Achtsamkeit, zu weniger Ressourcenvergeudung. Und auf dem Weg dahin sind die Leute aber noch nicht da. Sie machen halt auch immer noch ganz viel falsch. Das ist aber absolut nicht hilfreich, wenn dann dauernd an ihnen herumgemäkelt wird. Gerade von Leuten, die von sich selbst meinen, dass sie schon längst so nachhaltig leben würden, wie es die Mehrheit der Gesellschaft gerade versucht zu werden. Wer keine Fehlertoleranz für die anderen mitbringt, der inspiriert andere gar nicht mehr dazu mitzumachen beim Klimaschutz. Sie verscheuchen die Gewillten stattdessen nur, weil sie ja mehr damit beschäftigt sind, von oben auf sie herabzublicken und auf sie runterzukacken. Aber sei es drum, ich will mich jetzt auch nicht darüber ereifern, dass eine vornehmlich junge Klimabewegung sich ja gern mit irgendwas profilieren will. Das macht, glaube ich, jede Generation. Ist mir jedenfalls alles wurscht. Solange es nicht nur die oberflächliche Inszenierung ist, die jemand zelebriert, während dieselbe Person 3 Minuten später Fast Fashion shoppen geht, natürlich online, mit Expresslieferung am nächsten Tag und dann bestellt sie 3 Größen zum Anprobieren und schickt die anderen 2 Größen wieder zurück. Die möge der Karma-Blitz treffen, aber alle anderen können sich von mir aus selbst beweihräuchern. Ist mir auch wurscht. Ja, also das größte Verbrechen eines klimaaktivistischen Menschen scheint es zu sein, etwas zu tun, was dem Planeten schadet. Falsch verhalten tun sich ja nur Klimasünder. Daher ist es ein Gebot der Ehre, sich möglichst davon abzugrenzen. Das hatten wir ja gerade. In dem allerersten Punkt meiner Liste habe ich aber schon gespoilert, dass es diesen tadellosen CO2-freien Lebensstil gar nicht gibt. Also insbesondere nicht in einem Industrieland wie hier. Da rückt einem die Sünde, von der man doch so dringend Abstand nehmen will, unangenehm nah auf die Pelle. Also heißt es wieder, Distanz schaffen zu der Sünde, und zwar so viel wie möglich. Je straffer sie den Regeln der eigenen Ideale einhalten, desto reiner ist ihr Gewissen. Löblich und erstrebenswert ist das ja allemal. Ich meine, eine Reise von Frankfurt nach Berlin mit dem Zug anstatt mit dem Flugzeug zurückzulegen, das bricht einen nun wirklich keinen Zacken aus der Krone, und diese tonnenschweren SUV-Geschosse sind auch aus mehr als nur einem Grund unnötig. Dennoch kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es hier um etwas mehr geht als um den Schutz des Klimas und der Artenvielfalt und so weiter. Und auch um mehr als eine besonders positive Selbstdarstellung nach außen. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass manche AktivistInnen mit ihren hochmotivierten Alltagspraktiken sich ihre eigene Täterschaft wie so einen Dämon einfach nur die ganze Zeit gewaltvoll austreiben wollen. So sehr wir uns mit Gütesiegeln dafür einsetzen, das Tierwohl der Nutztiere zu schützen, wenn es darum geht, uns Menschen selbst den Auslauf einzuschränken und unsere Lebensqualität nach unten zu korrigieren, da gehen manche Leute erstaunlich sorglos mit um. Würde Benzin die ganzen Folgen der Umweltzerstörung und der Gesundheit mit einpreisen, könnten die meisten Leute ihr Auto direkt verkaufen.
Aber bei wem in der Gegend jetzt blöderweise die Öffis schlecht ausgebaut sind, der hat jetzt schon wieder ein Problem. Der kann auch mit dem Fahrrad in der Gegend herumgurken oder es wird halt ein Umzug fällig. War das Eigenheim in den 60er Jahren noch die Zielvorstellung der Mittelschicht, muss sich die heutige Mittelschicht, also was von ihr übrig ist, ernsthaft die Frage stellen, ob sie wirklich dabei mitmachen will bei der epidemisch um sich greifenden Bodenversiegelung. Haustiere halten? Besser nicht. Das ist keine artgerechte Haltung oder sogar eine Bedrohung für die heimische Vogelwelt. Und ob man Kinder in die Welt setzt, sollte man bei der Überbevölkerung und dem horrenden Rohstoffverbrauch pro Mensch auch nochmal gründlich überdenken. Um das immer knapper werdende Wasser zu schonen, müssen wir auch auf das Planschbecken im Garten zum Abkühlen besser verzichten. Und auf den Garten dazu gleich mit, weil Gießwasser ist am Ende auch bloß Wasser. Auch elektronische Gerätschaften zu Hause sollten auf das absolut notwendige Minimum reduziert werden, weil wegen seltenen Erden- und Mikrochip-Produktion und so. Unterhaltungselektronik und Internet kannst du ohnehin knicken, weil die Server verbrauchen viel zu viel Strom. Kosmetik aus Plastikverpackungen, allgemein Dinge in Plastikverpackungen gehören ersetzt durch Produkte, die nicht aus dem Drogeriemarkt kommen. Da gibt's dann handgesiedelte Naturseifen anstatt Duschgel, Backpulver, Kokosölmischung anstatt Deospray und Zähneputzen kann man mit Salz. Spürt ihr alle den Schmerz? Das ist gut, weil das ist der Schmerz des Verzichts. Und Verzicht ist gut. Am besten ist es für die Natur, wenn wir in platzsparenden, bodenversiegelungsoptimierten Betontürmen leben. Wir fahren morgens in vollgestopften Bussen und Bahnen zur Arbeit und abends wieder zurück. Keine Familie, kein Hund, der einen fröhlich schwanzwedelnd begrüßt, keine Runde zocken vorm Schlafengehen. Urlaub gibt's nur dorthin, wo die Bahn uns fährt und das ist immer inmitten eines Pulks anderer Menschen, denen auch keine anderen Urlaubsziele zur Verfügung stehen. Dann hocken wir zwar selber wie in einer überhaupt nicht mehr artgerechten Legebatterie, aber wenigstens leben wir so klimaschonend wie nur irgend möglich. Okay, drehen wir mal den Pathos wieder ein bisschen runter. Das war natürlich gerade richtig dick aufgetragen. Aber die Stoßrichtung ist rübergekommen, oder? Wenn das Umweltbewusstsein sich in jede Ritze des Lebens hineinschmuggelt, kann ich mich am Ende nicht mal mehr an einer Flasche Wein erfreuen, ein Buch lesen oder meine Weihnachtsdekoration ansehen, ohne dass eine Stimme in meinem Hinterkopf leise mahnt. Da sind Bäume für gefällt worden, oder? Ja, sind es, verdammt nochmal. Das komplett reine und engelsgleiche Dasein gibt es halt nicht. Auch nicht bei denjenigen, die das von sich behaupten. In jedem Leben finden sich Makel, Schuld, Bequemlichkeit und Zerstörung. Auch in denen der besten Vorbilder. Nur mal mehr und mal weniger. Wer dafür sorgen will, dass die Welt lebenswert bleibt, sollte vielleicht auch das erhalten, was das Leben lebenswert macht und nicht unter dem eigenen Hintern gleich mal ein Fegefeuer anzünden. Beim nächsten Punkt ist es schwierig, einen Vorwurf gegen die UmweltschützerInnen zu machen, weil die ja eigentlich schon die ganze Zeit versucht haben, die Politik zu klimafreundlicheren Entscheidungen zu bewegen. Allein die früheren Regierungen haben sich einfach jahrelang die Ohren zugehalten. Dabei ist der Vorwurf eigentlich in der Politik schon richtig platziert. Die muss nämlich das Problem angehen, dass unsere bisherige Umweltzerstörung lediglich die Folge eines verantwortungslosen Regelwerks ist. Wenn aber genau das nicht geschieht und das Regelwerk weiterhin dasselbe bleibt, wie es ist, und die Politik auch gar keine Lust hat mitzumachen und die Wirtschaft auch nicht, und die einzigen, die sich bewegen, ist die Bevölkerung, dann übernimmt die Bevölkerung halt die gesamte Verantwortung für die Planetenrettung. Obwohl die von allen beteiligten Parteien am wenigsten selbst ändern kann. Ja klar, sie kann über ihr Konsumverhalten dafür sorgen, dass die Wirtschaft bestimmte Produkte produziert, umweltfreundliche Produkte natürlich. Aber wenn es gar keine Alternativen gibt, oder die Alternative sich einfach kaum jemand leisten kann, dann wird es schwer, durch das eigene Konsumverhalten richtige Impulse für die Nachhaltigkeit zu setzen. Ne? Weniger Autofahren ist halt auch nur dann eine Maßnahme, sobald es auch ein öffentliches Verkehrsnetz gibt, um auf dieses auszuweichen. Ansonsten eher nicht so. Lebensmittel aus nachhaltiger Landwirtschaft klingen auch verantwortungsvoll und toll, sofern es davon überhaupt genug gibt für alle. Gas- und Ölheizung für Neubauten verbieten, klingt halt auch nach einer guten Idee, wenn die erneuerbaren Energiequellen im Vergleich dazu auch mal finanzierbar wären. Klar hat das auch alles Vorteile, wenn die Preise für Benzin, Lebensmittel und Gas steigen und die Menschen endlich mal lernen, sparsamer damit umzugehen. Das Auto für den kurzen Supermarktbesuch kann man ja mal stehen lassen und es muss auch nicht jedes Zimmer zu jeder Jahreszeit auf gemütliche T-Shirt-Temperatur geheizt werden. Ja klar,
aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier die Maßnahmen im Namen des Klima- und Umweltschutzes und der Ressourcenschonung doch wieder nur dazu gebraucht werden, damit die Bevölkerung kompensiert, wofür sich Politik und Wirtschaft einfach zu schade sind. Lasst einfach alles teurer machen. Ja, tolle Idee. Die Wohlhabenden können sich auch die hohen Preise immer noch leisten. Die machen weiter wie vorher. Und die Großunternehmen, die lassen sich sowieso wieder ihre eigenen persönlichen Ausnahmen in jeden Gesetzesbeschluss hinein verhandeln. Wenn die Regeln einfach so bleiben, wie sie sind, kann auch weiterhin nur Umweltzerstörung herauskommen. Wenn die Menschen immer mehr verzichten und sich am Ende doch nichts ändert, weil die mit dem meisten Ressourcenverbrauch beim Verzicht überhaupt nicht mitmachen, dann haben die mit ihrem Verzicht nicht dem Klima gedient, sondern ihrer eigenen Verarmung. Darum sollte es nicht wundern, wenn die Leute, auf deren Schulter die ganze Verantwortung abgeladen werden soll, Einspruch einlegen. Der Erde unterdessen nutzt das unterm Strich alles überhaupt nichts. Ja, das waren so meine Punkte für heute. Dinge, die man den Menschen aus der Umweltbewegung vorwerfen könnte. Ob das nun gerecht ist oder auch ungerecht. Jedenfalls zeigt sich wieder einmal, dass Menschen mit dem Drang zur Rettung der Welt trotz steiler Ansprüche an sich selbst eben doch nur Menschen sind, die neben ihrem Idealismus auch noch eigene Interessen oder auch Dämonen verfolgen. Das erzähle ich jetzt übrigens schon zum 3. Mal, denn bei den beiden Vorgängervideos kam völlig überraschenderweise genau dasselbe heraus. Scheint also fast so, als wäre die menschliche Fehlbarkeit wie so ein roter Faden, der sich überall immer wieder finden lässt. Dabei können die Ideale, für die all diese Menschen eintreten, ja dennoch gut und richtig sein und sie wollen ja ein Gutes bewegen. Da mag es ihnen vielleicht die meiste Zeit sogar gelingen, aber in manchen Momenten gelingt es ihnen dann eben nicht. Da haben sie einen schwachen Moment, ganz zu schweigen davon, dass sich natürlich auch nicht immer nur edelmütige Seelen einem Ideal verschreiben. Manchmal schließen sich Menschen ihnen an, die eigentlich nur das Image eines guten Menschen haben wollen und sich für das, was man dafür leisten muss, eigentlich nicht so interessieren. Das alles gibt's, wenn sich in einer gesellschaftlichen Bewegung Widersprüchlichkeiten, inkonsequentes Verhalten oder sogar Eigennutz finden lässt. Muss das nicht gleich heißen, dass die Bewegung inhaltlich nichts taugt? Es ist eher ein Zeichen, ach guck, eindeutig Menschen. Menschen wie du und ich. Schon wieder. Nochmal zur Erinnerung, was ich hier tue, damit das völlig klar ist. Was auch in meinem Vorgängervideo zum Thema Feminismus und bei der Regenbogen-Community schon passiert ist. Ich selbst bin pro Umweltschutz. Und ich bin auch Feminist und ich bin auch queer und sowas. Ich unterstütze also selbst die Ziele von den Bewegungen, die ich hier ins Visier nehme. Auch Artenschutz, Ressourcensparsamkeit, Nachhaltigkeit und so weiter. Aber ich habe heute versucht, die Perspektive von jemandem einzunehmen, der von außen auf die Bewegung draufschaut, der also selbst nicht dazugehört und der noch dazu dagegen ist. Also die Sichtweise, die ich hier heute vorstelle, entspricht sehr wahrscheinlich nicht dem, wie die UmweltaktivistInnen sich selbst wahrnehmen, weil das ist ja die Eigenwahrnehmung von innen. Sie kann sogar durchaus von dem abweichen, was Menschen tatsächlich machen und was tatsächlich passiert. Und es ist natürlich auch auffallend negativ eingefärbt. Das ist ja die Perspektive von jemandem, der dagegen ist. Der Grund, warum ich das hier alles mache, ist lediglich, dass ich weiß, dass solche Sichtweisen da sind. Egal, ob ich das in einem Video thematisiere oder nicht. Ich möchte halt unbedingt versöhnen. Wenn mir das nicht glaubt, ihr könnt euch meine Videohistorie ansehen. Da könnt ihr euch davon überzeugen, dass ich Spannungen von überall, zwischen überall und irgendwas immer versuche auszugleichen. Ich habe schon vermittelt innerhalb der Regen-Community. Zwischen Feminismus und Transaktivismus habe ich vermittelt. Zwischen Detrans und Transmenschen. Zwischen Frauen und Männern sowieso. Und nun eben auch mal zwischen politisch aktiven Leuten und den anderen, die halt dagegen sind. Aber ich tue das nicht, indem ich versuche, all das unter den Teppich verschwinden zu lassen, was da so an Spannungen da ist, sondern im Gegenteil. Ich versuche genau das unterm Teppich herauszuzerren. Die Vorurteile, die Randerscheinungen, die vielen Klischees. Ach nee, nicht die Leier schon wieder, das kriegen wir jede Woche zu hören. Ja, genau diese Leier. Genau weil ihr das jede Woche zu hören bekommt. Genau das will ich hier auch ausbreiten. Und zwar von allen Beteiligten. Natürlich bin ich da noch nicht fertig mit dieser Videoreihe. Eine Bewegung will ich mir noch hernehmen. Und dann habe ich, glaube ich, genug repräsentatives Material, um uns mal die andere Seite des Konflikts anzuschauen. Ohne jetzt zu verraten, wer das wohl sein könnte. Dann wird es auch mal ungemütlich für jene Zuschauer, die an der Videoreihe bisher ein bisschen zu viel Spaß hatten.
Ja, ihr seid auch noch dran. Mein Gott. Und ich glaube, es wird gar nicht so schlimm, wie ihr jetzt vielleicht meint. Und wenn ich dann fertig bin, habe ich hoffentlich gezeigt, dass diese Spannungen und diese Vorurteile und diese negativen Vorbehalte, so sie auch da sein mögen, trotzdem kein Grund sind, sich gegenseitig anzugiften. Es gibt einen Ausweg, aber der Ausweg führt durch das Jammertal der übelriechenden Vorurteile, auch wenn das erstmal unangenehm ist. Ich denke, das kriegen wir hin. Jedenfalls war es das wirklich für heute von mir und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Im Zusammenspiel mit allen anderen noch kommenden Teilen ergibt es hoffentlich etwas mehr Sinn, was ich hier vorhabe. Vielleicht hat es ein bisschen zur Fehlertoleranz beitragen können und dann wünsche ich euch noch CO2-neutrale Grüße. Bis zum nächsten Mal. Euer Kater Schnurz.